Kennst du die Situation, du bist beim Einkaufen, möchtest auf deinem iPhone schnell nochmal nachschauen, ob du etwas vergessen hast, nimmst dein iPhone in die Hand, wirst dann aber gezwungenermaßen aufgefordert, den Sicherheitscode einzutippen, da Face ID durch das Tragen der Mund-Nasen-Maske nicht funktioniert. Das hat mit dem aktuellen iOS 14.5 Update ein Ende. Wie es funktioniert, was du dafür benötigst und wo du das neue Highlight-Features in den Settings aktivierst, zeige ich dir in dem heutigen Video. Damit du dieses Feature nutzen kannst, benötigst du Folgendes. Erstens ein iPhone ab Generation iPhone X bzw. iPhone 10 und zweitens eine Apple Watch Series 3 oder neuer. Falls nicht schon geschehen, installieren wir nun das aktuelle Update iOS 14.5 auf deinem iPhone. Hierzu gehst du in den Einstellungen auf Allgemein und danach auf Software Update. Außerdem benötigst du das aktuelle WatchOS 7.4 auf deiner Apple Watch. Hierzu öffnest du die Watch-App auf deinem iPhone, gehst auf Allgemein und dann auf Software Update. Ist beides auf dem neuesten Stand, setzt die Entsperrfunktion voraus, dass du bei deiner Apple Watch einen Sicherheitscode eingerichtet hast. Falls das noch nicht geschehen ist, öffne die Watch-App auf deinem iPhone und gehe auf den Menüpunkt Code, um dieses festzulegen. Das ist eine Sicherheitsfunktion der Apple Watch. Entfernst du deine Watch beispielsweise vom Handgelenk und legst sie wieder an, musst du diesen Code eintippen, damit die Watch wieder entsperrt wird. Sie ist dann so lange entsperrt, bis die Watch erneut vom Handgelenk entfernt wird. Nun gehen wir beim iPhone in die Einstellung unter Face ID und Code und aktivieren die Entsperrfunktion mit dem Menüpunkt Apple Watch von, und hier müsste jetzt dein Name stehen. Unter diesem Menüpunkt wird nochmal darauf hingewiesen, dass sich die Apple Watch an deinem Handgelenk in der Nähe befinden muss, außerdem durch einen Code geschützt und entsperrt sein muss. Haben wir diese Voraussetzung bis hierhin erfüllt, gehen wir zum Praxistest über. Wir tragen einen Mund-Nasenschutz, nehmen das iPhone in die Hand und wir werden aufgefordert, einen Sicherheitscode einzugeben. Keine Panik, das ist ganz normal. Das erste Mal, nachdem man die Apple Watch an seinem Handgelenk angelegt und dort den Code eingegeben hat, wird man beim iPhone ebenso aufgefordert, den Sicherheitscode zum Entsperren der Face ID-Funktion einzugeben. Der iPhone-Sicherheitscode, den man bislang beim Tragen einer Maske verwenden musste, kann hierbei natürlich zum festgelegten Code auf der Apple Watch variieren, um den Sicherheitsaspekt zu erhöhen. Versucht man nun nochmal das iPhone mit Maske zu entsperren, sollte es ohne Probleme klappen. Außerdem erhält man bei jedem Entsperrvorgang ein haptisches Feedback von der Watch mit dieser Mitteilung. Schnappt sich zum Beispiel ein Schurke dein iPhone aus dem Rucksack und entsperrt es, da er sich in unmittelbarer Nähe befindet, bekommst du es durch ein haptisches Feedback am Handgelenk mit und kannst durch Tippen auf iPhone sperren den sofortigen Lockdown aktivieren. Damit wäre zwar in dem Moment deine Watch trotzdem weg, aber in puncto Datensicherheit wie beispielsweise Apple Pay wärst du dann safe. Die Entsperrfunktion geht erst dann wieder, nachdem man den Sicherheitscode auf dem iPhone eingegeben hat. Das war mein persönliches Highlight-Feature beim neuen Apple iOS 14.5 Update. Da ich mich im vergangenen Jahr sehr schnell an Face ID gewöhnt habe, war die Eingabe des Sicherheitscodes beim Tragen einer Maske ein kleiner Rückschritt, was das Handling anging. Den Kauf einer Apple Watch nur aus diesem Grund wäre es mir persönlich nicht wert. Dafür sprechen eher andere Gründe. Dazu werde ich aber demnächst ein separates Video drüber machen. Bist du allerdings Besitzer einer Apple Watch, solltest du diese Funktion auf jeden Fall mal ausprobieren. Hat dir das Video gefallen oder konnte ich dir sogar weiterhelfen? Show me some love mit einem Like und Feedback in den Kommentaren. Damit würdest du mir sehr weiterhelfen, damit ich meinen Content in der Zukunft stets verbessern kann. Viel Spaß beim Testen, stay crunchy, bis nächste Woche, euer Jens. Ciao.